Greetings, everyone who believe in freedom. Ich grüße alle, die an die Freiheit glauben. My name is Harold Wilson. I am known as the 122nd exonerated death row prisoner in the United States and the 6th exonerated death row prisoner in Pennsylvania. Ich heiße Harold Wilson. Bekannt bin ich als der 122. freigesprochene Todeskandidat der USA und der 6. freigesprochene Todeskandidat von Pennsylvania. On April 10th, 1988, a terrible tragedy happened in my neighborhood. 3 people that I knew and associated with were brutally murdered. Am 12. April 1988 ereignete sich eine furchtbare Tragödie in meiner Nachbarschaft. 3 Bekannte von mir wurden brutal ermordet. The police contacted my family and friends and told them that I was wanted for questioning. The police told them that I would be shot on sight if I did not come in. Die Polizei kontaktierte meine Freunde und Familie und teilte ihnen mit, dass nach mir gesucht wurde und ich befragt werden sollte. Die Polizei sagte ihnen auch, dass auf mich geschossen werden würde, sollte ich mich nicht freiwillig melden. I voluntarily went to the police station to answer their questions with my family and friends. I thought that I would go down there, answer their questions, and go home. Ich erschien also mit Freunden und Familie auf der Polizeistation, um ihre Fragen zu beantworten. Ich dachte, ich würde verhört werden und könnte dann wieder nach Hause gehen. Little did I know that it would be 17 years before I would experience freedom again. Ich ahnte nicht, dass es 17 Jahre dauern würde, bis ich wieder die Freiheit erleben würde. In the investigative stage, during the questioning, the police told me that there were witnesses stating that she saw me leaving the crime scene. But most important, there were no other persons at the house that had the strength and the power to carry out such a brutal crime. I was not allowed to leave. And on April 11th, 1988, I was charged with 3 counts of first-degree murder and robbery of the 3 victims. Während des Verhörs teilte mir die Polizei mit, dass es einen Zeugen gäbe, der mich beim Verlassen des Tatorts beobachtet hätte. Wichtiger noch, es wären keine anderen Personen anwesend gewesen, die die Kraft gehabt hätten, solch eine brutale Tat auszuführen. Ich durfte nach der Befragung nicht nach Hause und am 11. April 1988 wurde ich des Raubes an den Opfern und ihres 3-fachen Mordes angeklagt. During the investigation, the police went to my mother's home with a search warrant and a bag. My mother told them that I did not live there. Still, they went unaccompanied to the basement and came up with a piece of luggage and a jacket. They took pictures of scars on my body. They took hair samples and fingernail scrapings. Im Rahmen der Ermittlungen erschien die Polizei vor dem Haus meiner Mutter mit einem Durchsuchungsbefehl in der Tasche. Meine Mutter teilte den Polizisten mit, dass ich nicht bei ihr leben würde. Trotzdem verschafften sie sich Eintritt, gingen unbegleitet in den Keller und beschlagnahmten eine Jacke und einen Koffer. Sie fotografierten die Narben auf meinem Körper. Sie nahmen Haarproben und Fingernagelabschabeproben. The prosecuting attorney threatened my mother of my children that if she did not agree with the account of events, they would remove our children from her custody. Der Staatsanwalt drohte der Mutter meiner Kinder, dass sie das Sorgerecht verlieren würde, wenn sie seiner Version des Tatablaufs nicht zustimme.
Other people were told that they would receive favorable treatment in their criminal cases if they would testify against me. Anderen wurde versprochen, dass sie in ihren eigenen Verfahren bevorzugt behandelt werden würden, wenn sie gegen mich aussagen. I sat in jail, trying to figure out how and why I was in this situation. I was totally unaware of the criminal injustice system, and my family hired a lawyer who did not do his job. I was assigned one public defender who had never worked on a capital case. In cases where people are on trial and face the death penalty, they get at least 2 lawyers and are supposed to be assigned to the defendant. Ich saß im Gefängnis und versuchte zu verstehen, wie und warum ich in diese Situation geraten war. Ich kannte mich im Strafrechtssystem überhaupt nicht aus. Meine Familie hatte einen Anwalt besorgt, der nicht ordentlich arbeitete. Mir wurde also ein Pflichtverteidiger vermittelt, der noch nie an einem Kapitalfall gearbeitet hatte. Normalerweise stehen einem mit der Todesstrafe bedrohten Angeklagten 2 Pflichtverteidiger zur Verfügung. I knew I had to do something to help myself. I started going to the law library from sunup to sundown. I would get headaches from trying to read and understand the law and learn what I could do to fight this injustice. It was like reading another language, but I knew I had to fight. Ich wusste, dass ich mir selbst helfen musste. Ich begann, ganze Tage in der Rechtsbibliothek zu verbringen. Meine Versuche, die Gesetze zu verstehen, um gegen dieses Unrecht anzukämpfen, bereiteten mir oft Kopfschmerzen. Es war, als ob ich eine mir vollkommen fremde Sprache las, aber ich wusste, dass ich kämpfen musste. My first trial began in August 1990. The prosecutor presented the luggage and a jacket which they said had the victim's blood. My lawyer asked the judge if I could try on the jacket in front of the court. The judge refused to allow it. The prosecutor produced a pair of tennis shoes, claiming that they had spots on the shoes were blood. Meine erste Verhandlung begann im August 1990. Der Staatsanwalt präsentierte den Koffer und die Jacke, von der sie behaupteten, dass sie mit dem Blut eines der Opfer befleckt wäre. Mein Verteidiger bat den Richter, ob ich die Jacke vor Gericht anprobieren dürfte. Der Richter verweigerte das. Als nächstes brachte die Staatsanwaltschaft ein paar Tennisschuhe zutage und behauptete, dass ein Fleck auf diesen Schuhen Blut sei. The prosecutor had presented witness who lied on the stand. The judge did not allow my attorney to object. My hair samples and fingernail scrapings were never introduced by the prosecution in my first trial, but they enhanced the photos of the scars on my body to make them appear to be fresh wounds. Die Staatsanwaltschaft rief Zeugen auf, die unter Eid logen. Der Richter verweigerte den Einspruch meines Verteidigers. Meine Haar- und Fingernagelabschabeproben wurden während des ersten Verfahrens von der Staatsanwaltschaft nicht als Beweise vorgebracht. Sie bearbeiteten allerdings die Fotos meiner Narben, um sie wie frische Wunden aussehen zu lassen. When I made suggestions to my attorney, he said to me, "If you think you're so damn smart, Harold, you try this case. You try the case." At that point, I knew I was on my own. Als ich meinem Verteidiger einige Verbesserungsvorschläge machen wollte, sagte er zu mir, wenn du dich für verdammt clever hältst, Harold, versuch es doch selber. Da wusste ich, dass ich von nun an auf mich alleine gestellt war. I was found guilty of 3 counts of first-degree murder. And the judge handed down 3 death sentences. After he said that,
I thought, how are they going to kill me 3 times? Ich wurde des dreifachen Mordes für schuldig befunden und wurde von dem Richter 3-mal zum Tode verurteilt. Nachdem das Urteil verkündet wurde, fragte ich mich, wie sie mich 3-mal umbringen wollen. My children were 2 and 3 years old at the time. After the trial, the prosecutor gave me pictures of my children and told me that that would be the last time I would see them. Meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt 2 und 3 Jahre alt. Nach der Verhandlung drückte mir der Staatsanwalt Fotos meiner Kinder in die Hand und sagte, dass dies das letzte Mal sein würde, dass ich sie sehen. I was transferred to death row. When I arrived on Pennsylvania death row, I was in shock. It was a different world for me. Als ich in den Todestrakt versetzt wurde, war ich schockiert. Es war eine andere Welt. When you arrive on Pennsylvania's death row, you are referred to as the condemned. You are constantly told that no one cares about you. We can do anything we want to you, and no one will care. Wenn du in den Todestrakt kommst, spricht man von dir nur noch als einen der Verdammten. Dir wird eingebläut, dass sich niemand mehr darum kümmert, was dir passiert. Wir können alles mit dir machen und niemanden interessiert es. Imagine being incarcerated in a system designed to systematically dehumanize you. Stellt euch vor, von einem System eingesperrt zu sein, das darauf ausgerichtet ist, dich systematisch zu entmenschlichen. Imagine being incarcerated in a system designed to rip every trace of dignity from you. Stellt euch vor, von einem System eingesperrt zu sein, das dir jegliche Würde rauben will. Imagine being incarcerated in a system designed to break one's spirit. Das darauf ausgelegt ist, deinen Geist und deinen Willen zu brechen. Imagine to be incarcerated in a system designed to remove you from human contact, causing the mind to deteriorate. Es ist darauf ausgerichtet, dich von der Außenwelt abzuschneiden und deinen Verstand zu zermürben. Imagine being incarcerated in a system that restricts your movement and lack of fresh air, causing the bones to deteriorate. Ein System, welches deine Bewegungsfreiheit und frische Luftzufuhr einschränkt, was deine Knochen brüchig macht. No color, no sound, total isolation. It almost makes a person become animalistic, trying to exist in this oppressive environment. Keine Farben, keine Geräusche, totale Isolation. In dem Überlebenskampf unter solch beklemmenden Umständen wird der Mensch zum Tier. It totally changes a man. Es verändert einen Menschen von Grund auf. Even when one tries to fight for his rights guaranteed him by the Constitution and the laws of the state, you are immediately beat down mentally. Selbst wenn man versucht, für seine von der Verfassung und vom Rechtsstaat garantierten Rechte zu kämpfen, wird man mental sofort auseinandergenommen. Imagine your hands and your feet being chained whenever you left your cell. Stellt euch vor, dass eure Hände und Füße zusammengekettet werden, sobald ihr eure Zelle verlasst. Imagine living in a room about the size of your standard bathroom. All your worldly possessions contained in this one space. Stellt euch vor, in einem Raum zu leben, der etwa so groß ist wie ein Badezimmer. Euer gesamter weltlicher Besitz in diesem Raum. Imagine having to wash your laundry in the toilet. Stellt euch vor, eure Kleider in der Toilette waschen zu müssen.
Imagine having your hair. Imagine having to hear the screams and smell of flesh of men who of a man who set himself on fire for a cigarette. Stellt euch die Schreie und den Geruch des brennenden Fleisches eines Mannes vor, der sich für eine Zigarette selbst anzündete. Imagine seeing human bodies beaten and bloody, lying out before you, to watch some of them take their last breath and die. Stellt euch den Anblick zusammengeschlagener, blutiger Körper vor, die vor euch liegen, ihre letzten Atemzüge tun und sterben. I do not have to imagine this. I lived this for 17 years. Ich muss es mir nicht vorstellen. 17 Jahre lang erlebte ich es. My death warrant was signed 2 times by the governor. Mein Hinrichtungsbefehl wurde 2-mal vom Gouverneur unterschrieben. Even in the face of those terrible things, I found humanity. Selbst im Angesicht dieser schrecklichen Dinge fand ich Menschlichkeit. Several of the men on death row was extremely supportive and helpful. They installed in me the need to remain strong and fight for my civil rights, to continue researching, questioning, and fighting for my freedom. Einige meiner Mitgefangenen im Todestrakt waren unglaublich unterstützend und hilfreich. Sie flößten mir ein, dass ich stark bleiben und für meine Bürgerrechte kämpfen musste. Nicht aufzuhören zu forschen, zu fragen und für meine Freiheit zu kämpfen. One of those men was Mumia Abu-Jamal. He taught me the power of the pen and to speak up for what is right in this society of hatred of mankind and our Mother Earth. He taught me what it's like to fight for one's civil rights in a prison filled with racism. Mumia helped me to see what true democracy would look like without institutionalized racism. A man just through the power of his pen, just through the power of a prison pen, and mind, body, and courage. Einer dieser Menschen war Mumia Abu-Jamal. Er lehrte mich die Macht des Stiftes und mich für das einzusetzen, was rechtens ist in dieser Gesellschaft voll von Hass, für die Menschheit und Mutter Erde. Er brachte mir bei, was es bedeutet, in einem rassistischen Gefängnis für seine Bürgerrechte einzustehen. Mumia half mir vorzustellen, wie wahre Demokratie aussehen würde, frei von institutionellem Rassismus, und zwar allein durch die Kraft seines Gefängnisstiftes, im Geist, Körper und Mut. It came to light that the prosecuting attorney in my case violated individual constitutional rights by illegally discriminating against juries based on race, education, and the neighborhood they lived in. That made it possible for me to get a new trial in 2003. Es stellte sich heraus, dass der Staatsanwalt in meinem Fall Grundrechte verletzt hatte, indem er Juroren aufgrund ihrer Hautfarbe, Bildung und ihres Wohngebietes diskriminiert hatte. Das ermöglichte mir, im Jahr 2003 ein neues Verfahren durchzusetzen. And my second trial was a mistrial on May 2005 due to the prosecution's misconduct. Mein zweites Verfahren im Jahr 2005 war aufgrund des Fehlverhaltens der Staatsanwaltschaft ein Fehlprozess. My last trial, it ended in November 2005. DNA evidence was tested, showing that there were no blood on the luggage. The blood on the jacket did not belong to me, but another perpetrator. In the final trial, the owner of the jacket was finally allowed to testify, stating that it was his jacket and
and he did witness others leaving the scene. Expert witnesses testified that it was not possible that the photographs' scars were fresh wounds on my body. The hair samples and fingernail scrapings were lost from my first trial. The prosecution was forced to admit that they told witnesses to lie on the stand. DNA testing also showed that the substance on the tennis shoes were droppings from hot chocolate stains. Während meines letzten Verfahrens im November 2005 zeigten DNA-Tests, dass es kein Blut auf dem Gepäckstück gab. Das Blut auf der Jacke war nicht meins, sondern gehörte zu einem anderen Täter. Während des letzten Verfahrens durfte der Besitzer der Jacke endlich aussagen und sagte, dass dies seine Jacke war und dass er tatsächlich sah, wie andere den Tatort verlassen hatten. Gutachter sagten aus, dass die fotografierten Narben unmöglich frische Wunden auf meinem Körper darstellen könnten. Die Haarprobe und Fingernagelabschabeproben aus meinem ersten Verfahren waren verloren gegangen. Die Staatsanwaltschaft musste zugeben, dass sie Zeugen zur Lüge gezwungen hatten. DNA-Tests zeigten außerdem, dass die Substanz auf den Tennisschuhen Kakaospritzer gewesen waren. On November 2005, on November 15th, 2005, I was acquitted of all charges based on the findings of facts and DNA evidence. I was given 65 cents in a bus token to restart my life. No identification, no compensation, and no help. Am 15. November 2005 wurde ich aufgrund der Faktenlage und der DNA-Beweise in allen Anklagepunkten freigesprochen. Man gab mir 65 Cent und einen Busfahrschein, um mein Leben neu zu beginnen. Keine Papiere, keine Wiedergutmachung, keine Hilfe. By and through, and with the help of my family and friends, I stand here to tell you this story, alive from death row and wrongfully convicted. Nach und nach, mit der Hilfe meiner Familie und Freunde, stehe ich nun hier, um euch lebend die Geschichte des Todestraktes zu erzählen und der unschuldig Verurteilten. Yes, I stand here as a free man, but there are so many others wrongly convicted men and women incarcerated in the U.S. for crimes they did not commit. Richtig, ich stehe hier als freier Mann, aber es gibt so viele andere unschuldig verurteilte Männer und Frauen, eingesperrt für Verbrechen, die sie nicht begangen haben. During the time of Mumia's case, the United States Justice Department was investigating the entire Philadelphia Police Department for violating individuals' civil rights. This type of investigation was unprecedented, and it should give the people of Berlin an indication of what type of policies and practices were perpetrated in the police department at that time. That alone warrants a questioning of how his case was handled, evidence collected, and stories told. Während Mumias Fall sich abspielte, untersuchte das US-Justizministerium die gesamte Polizeibehörde Philadelphias wegen der Missachtung von Grundrechten an Individuen. Diese Art von Untersuchung ist ohnegleichen und sollte ein Indiz dafür sein, welche Regeln und Methoden damals von der Polizei angewandt wurden. Dies allein sollte rechtfertigen, zu hinterfragen, wie der Fall aufgerollt wurde, wie Beweise gesammelt und Geschichten erzählt wurden. True, with your help, Mumia is no longer on death row, but the fight is not over. He is still an innocent man in prison for a crime he did not commit. I ask that you continue to let your voice be heard so that this man and many others like him may gain their freedom.
Richtig, mit eurer Hilfe ist Mumia nicht mehr im Todestrakt. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Er ist noch immer ein unschuldiger Mann, der für ein Verbrechen sitzt, welches er nicht begangen hat. Ich bitte euch, dass ihr weiterhin eure Stimmen erhebt, sodass dieser Mann und viele andere wie er ihre Freiheit zurückerlangen können. Peace and greetings to you all, and please continue in the struggle to free all political prisoners. We who believe in freedom cannot rest. All who believe in freedom will not rest. Free Mumia, free Mumia, free Mumia, and all political prisoners. I stand before you as the exonerated. My name is Harold Wilson.